Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Prohaska Dialog. Heute geht es in erster Linie um den Bahnhofsbereich und um den Übergang zwischen den beiden Segmenten. Mehr dazu nach der Intro. Bis gleich. Hallo, ich bin der Serge. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, habe ich in einer der früheren Folgen gezeigt, wie ich den Übergang zwischen den Segmenten gelöst habe, nämlich mittels dem Anlöten der Gleise auf Schrauben. Jetzt bin ich oben angelangt im Bahnhofsbereich und da kann ich diese Technik nicht benutzen, weil ich ja die Platten immer mal wieder abheben muss. Und da benutze ich jetzt eine andere Technik und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das hier gelöst habe. Viel Spaß! Bevor ich mich jetzt aber an die Übergänge mache, wäre es natürlich hilfreich, die Anlage wieder zusammenzusetzen. Bei den Testfahrten habe ich festgestellt, dass gewisse Loks die Kurve nicht kriegen. Sprich, der Anstieg zum Bahnhof in den Kurven ist zu steil. Also muss ich das Ganze abhobeln und abflachen. Und beim nächsten Test, ja, da ging es schon etwas besser. Aber jetzt zusammenschieben, anschrauben, Stifte in die Scharniere einfügen, wo nötig noch ein bisschen nachjustieren und fertig. Jetzt also die Übergänge im Bahnhofbereich. Wenn ich hier die Schraubentechnik benutze, die ich unten benutzt habe, dann schraube ich meine Platten fest und das geht natürlich nicht. Stattdessen benutze ich hier kupferbeschichtete Platinen. Ich habe dann bei diesem Bereich gedacht, dass ich dieses Rechteck diagonal schneide, auf das ich dann die beiden Teile gegeneinander verschieben kann. Dann müssen die Schwellen abgemacht werden und das Gleis in die richtige Kurve gebogen werden, immer in der Hoffnung, dass ich damit kein Kunstwerk kreiere. Zu meiner großen Erleichterung hat es aber geklappt. Und jetzt geht's ans Löten. Ich gebe zu, dass ich hiermit keinen Schönheitspreis gewinnen kann, aber das war ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Eigentlich wollte ich die Platinen festschrauben, aber die Köpfe der Schrauben sind einfach zu dick. Also habe ich gedacht, naja, dann nehmen wir halt wieder die Gleisnägel. Das geht auch.
Nun ist das Ganze also schön fest, aber da gibt es noch ein anderes Problem. Die Kupferplatinen dienen natürlich dazu, elektrisch zu leiten, und genau das tun sie. Ich muss also hier einschneidend wirken, um die beiden Schienen voneinander zu trennen. Und wenn der Schnitt gelungen ist, dann piepst es auch nicht mehr. Und dann kann ich jetzt wie gehabt die beiden Schienen trennen. Und zum Schluss natürlich der Test, ob die Waggons auch schön auf dem Gleis bleiben. Dann wird das Ganze eingefärbt und fürs Einschottern vorbereitet. So, jetzt habe ich also die ersten beiden Gleise verlegt. Schön. Jetzt lasse ich die mal ruhen, weil jetzt möchte ich mich dem Rangierbereich zuwenden. Und zwar deswegen, weil ich da eine Technik ausprobieren möchte, die dem Entkuppeln der Waggons dient. Und diese Technik möchte ich dann unter Umständen auch im Bahnhofsbereich anwenden. Und da ist mir jetzt ein ganz großer Lapsus unterlaufen. Ich zeige euch mal gleich, was mir da bei der Planung passiert ist. Also hier ungefähr soll der Bahnhof hinkommen. Und von da geht es dann rüber in den Bereich des, Rangier- oder Industriegeländes. Und dann schaue ich mir das Industriegelände an und merke, ich habe hier mit viel Herz geplant, aber recht wenig, ihr wisst schon. So, also hier kommt das eine Gleis hin, dann kommt das andere Gleis mit dem Güterschuppen. Hinter dem Güterschuppen kommt ja auch noch der Berg hin dann zum Schluss. Und dann, wie komme ich zum Kieswerk? In der Zickzackführung. Super, geht nicht. Tja, und so kann die Planung wieder von vorne beginnen. Mal schauen, wie ich das Problem löse. Ob ich es gelöst habe, wie ich es gelöst habe, das werde ich euch hoffentlich beim nächsten Mal zeigen können. Und bis dahin sage ich Tschüss, danke fürs Zusehen, macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. So, und das mitten im Hochsommer, jetzt kann ich das Ding wieder ausziehen.